Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute reden wir über Aussehen und Kleidung. Drück auf Abonnieren und die Glocke, um nichts zu verpassen. Wenn man jemanden beschreibt, denkt man oft zuerst an das Aussehen oder zum Beispiel an die Haarfarbe oder die Augen. Auf jeden Fall. Man könnte sagen, jemand hat lange blonde Haare oder kurze dunkle Haare. Das ist oft das Erste, was einem auffällt. Genau. Und die Augenfarbe ist auch wichtig. Man kann sagen, jemand hat blaue, grüne oder braune Augen. Das ist ein einfacher Weg, um ein Bild im Kopf zu schaffen. Stimmt. Auch die Körpergröße spielt eine Rolle. Man kann jemanden als groß oder klein beschreiben. Das hilft, eine Vorstellung von der Person zu bekommen. Ja, und manchmal spricht man auch über die Statur, zum Beispiel ob jemand schlank, kräftig oder sportlich ist. So eine Beschreibung gibt mehr Details. Richtig. Kleidung kann auch ein Teil der Beschreibung sein. Jemand trägt vielleicht oft elegante oder sportliche Kleidung. Das sagt auch etwas über die Person aus. Und dann gibt es noch das Gesicht. Man kann es als freundlich, ernst oder fröhlich bezeichnen. Das gibt noch mehr Einblicke. Genau. Manchmal beschreiben Leute auch das Lächeln. Ein offenes oder scheues Lächeln kann sehr viel über den Charakter aussagen. Ja, und Accessoires wie Brillen oder Hüte können ebenfalls Teil der Beschreibung sein. Das macht das Bild der Person noch klarer. Das stimmt. Manchmal fällt einem auch ein besonderes Merkmal auf, wie ein Bart oder Sommersprossen. Solche Details sind oft interessant. Und wie ist es mit dem Alter? Man kann sagen, jemand ist jung, mittleren Alters oder älter. Das gehört auch dazu. Auf jeden Fall. Auch die Hautfarbe könnte beschrieben werden, je nachdem, worüber man sprechen möchte. Ja, das stimmt. Und all diese Beschreibungen helfen uns, eine Person besser zu verstehen oder sie wiederzuerkennen. Ganz genau. Es ist erstaunlich, wie viele Details man beachten kann, wenn man jemanden beschreibt. Und manchmal verraten diese Details auch ein wenig über die Persönlichkeit der Person. Das macht Beschreibungen so interessant. Ja, und es bleibt immer spannend, wie unterschiedlich Menschen sein können, auch wenn sie ähnliche Merkmale haben. Absolut, es gibt so viele Facetten und jeder hat seinen ganz eigenen Stil und Charakter. Genau, es ist schön, wie vielfältig die Welt dadurch wird. Manchmal reicht schon ein kleines Detail, um jemanden wiederzuerkennen. Richtig. Und das alles macht das Beschreiben von Menschen zu einer spannenden Aufgabe. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Wenn wir über Kleidung sprechen, denke ich oft an die verschiedenen Stile, die Menschen mögen. Manche bevorzugen klassische Kleidung, während andere eher moderne oder sportliche Looks mögen. Ja, das stimmt. Der Stil, den jemand wählt, kann viel über die Persönlichkeit aussagen. Manche Menschen fühlen sich in eleganter Kleidung wohler, vielleicht für die Arbeit oder besondere Anlässe. Andere ziehen es vor, lässiger gekleidet zu sein. Sie tragen oft bequeme Jeans, T-Shirts und Sneakers. Das passt gut zu einem entspannten Lebensstil. Und dann gibt es die, die gerne experimentieren. Sie mischen verschiedene Farben und Muster und haben keine Angst, etwas Neues auszuprobieren. Genau, diese Menschen fallen oft auf und beeindrucken mit ihrem einzigartigen Stil. Es zeigt, dass sie kreativ sind und gerne aus der Masse herausstechen. Manche Leute achten auch sehr auf Marken. Sie tragen gerne Kleidung von bekannten Designern, weil sie Wert auf Qualität und den Namen legen. Ja, das ist interessant. Für andere ist es wichtiger, nachhaltige Mode zu tragen. Das bedeutet, sie achten darauf, dass ihre Kleidung umweltfreundlich und fair produziert wird.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Der Trend zu Nachhaltigkeit wächst und viele Menschen wählen bewusst Kleidung, die gut für die Umwelt ist. Es gibt auch Menschen, die sich gerne an aktuellen Modetrends orientieren. Sie schauen, was gerade in ist und passen ihren Stil entsprechend an. Das kann echt spannend sein, weil sich die Mode ständig ändert. Man findet immer wieder neue Ideen und Inspirationen. Und dann gibt es noch die, die einen ganz zeitlosen Stil haben. Sie tragen Kleidung, die nie aus der Mode kommt, wie ein klassischer Trenchcoat oder eine gut sitzende Jeans. Zeitlos bedeutet, dass man immer gut angezogen ist, egal zu welchem Anlass. Das ist oft praktisch und sieht immer elegant aus. Richtig, und manche kombinieren gerne Accessoires, um ihren Look zu vervollständigen. Ein schöner Schal oder auffälliger Schmuck kann viel bewirken. Das stimmt. Accessoires geben dem Outfit eine persönliche Note und können einen einfachen Look besonders machen. Und letztendlich kommt es darauf an, dass man sich in seiner Kleidung wohlfühlt. Der eigene Stil sollte die Persönlichkeit widerspiegeln. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn man sich in seiner Kleidung wohlfühlt, strahlt man auch Selbstbewusstsein aus. Und das Schöne ist, dass es keine festen Regeln gibt. Jeder kann seinen eigenen Stil finden und zeigen, wer er ist. Genau, die Vielfalt macht Mode so spannend. Jeder kann sich ausdrücken und seinen eigenen Weg finden. Und man lernt dabei immer etwas über sich selbst. Mode ist eine Reise, auf der man sich immer wieder neu entdeckt. Ganz genau. Und es macht Spaß, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren und herauszufinden, was einem am besten steht. Veränderungen im Aussehen können viele Gründe haben. Manchmal ist es eine neue Frisur oder Haarfarbe, die jemand ausprobiert. Ja, solche Veränderungen fallen oft sofort auf. Ein neuer Haarschnitt kann das Gesicht ganz anders wirken lassen. Oder wenn jemand plötzlich eine Brille trägt. Das kann den gesamten Ausdruck verändern und oft auch sehr schick aussehen. Stimmt, und manchmal sind es kleine Dinge, die einen großen Unterschied machen, zum Beispiel andere Accessoires oder ein neuer Bartstil. Auch das Abnehmen oder Zunehmen kann das Aussehen stark beeinflussen. Plötzlich passen die alten Kleider nicht mehr so wie früher. Genau, und das kann auch dazu führen, dass man seinen Stil anpassen muss. Neue Kleidung kann dann auch helfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Manchmal wollen Menschen auch einfach nur etwas Neues ausprobieren, um sich selbst besser zu fühlen oder um Abwechslung zu haben. Ja, das neue Aussehen kann auch eine Art Neuanfang sein. Es ist spannend zu sehen, wie Menschen sich im Laufe der Zeit verändern. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Make-up zu spielen. Unterschiedliche Farben und Techniken können einen ganz neuen Look kreieren. Richtig, Make-up kann sehr kreativ sein. Es ist wie Malen, nur dass das Gesicht die Leinwand ist. Manche Menschen entscheiden sich auch für eine Veränderung, weil sich ihre Lebensumstände geändert haben, wie ein neuer Job. Ja, das kann der Anlass sein, sich professioneller oder anders zu kleiden, um sich an das neue Umfeld anzupassen. Und dann gibt es noch Veränderungen, die einfach mit der Zeit kommen, wie graue Haare oder Falten. Das gehört zum Leben dazu. Absolut. Und es ist wichtig, solche Veränderungen zu akzeptieren. Sie können auch ihren eigenen Charme haben. Manchmal inspiriert der Freundeskreis oder die Familie zu einem neuen Look. Man sieht etwas und denkt, das könnte mir auch gefallen. Ja, der Austausch mit anderen kann sehr inspirierend sein. Man entdeckt oft neue Möglichkeiten, die man vorher nicht kannte.
Und manchmal sind es auch Prominente, die Trends setzen. Man sieht ein neues Outfit und möchte es selbst ausprobieren. Genau, die Medien haben da oft einen großen Einfluss. Aber letztendlich sollte man immer seinen eigenen Stil finden. Die Hauptsache ist, dass man sich selbst treu bleibt. Veränderungen sollten immer etwas sein, das man selbst möchte. Richtig, es geht darum, wie man sich selbst sieht und was einem wichtig ist. Das Aussehen kann viel über die eigene Persönlichkeit ausdrücken. Und es kann auch Spaß machen, sich selbst zu überraschen und zu sehen, wie andere auf die Veränderung reagieren. Ja, positive Reaktionen können einen motivieren, weitere Veränderungen auszuprobieren und selbstbewusster zu werden. Genau, und letztendlich ist es doch schön zu wissen, dass man immer die Wahl hat, etwas zu ändern oder sich neu zu erfinden. Ich finde es spannend, wie oft Gespräche über das Aussehen ganz ungezwungen entstehen. Man sieht jemanden in einem auffälligen Outfit und schon ist man im Gespräch. Absolut, das passiert oft ganz von selbst. Ein neuer Mantel oder ein besonderes Accessoire kann schnell ein Thema sein. Es eröffnet oft einen Austausch über Mode und persönliche Vorlieben. Es ist auch interessant, wie schnell man Gemeinsamkeiten entdeckt. Vielleicht trägt jemand einen ähnlichen Schal oder die gleichen Schuhe. Das verbindet irgendwie. Ja, es ist eine einfache Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Gerade bei neuen Bekanntschaften kann das Aussehen ein guter Gesprächsstart sein. Man hat sofort ein Thema, über das man reden kann. Und manchmal erfährt man dabei auch etwas über die Persönlichkeit des anderen, wie zum Beispiel der Kleidungsstil gut zur Lebensweise passt. Manche kleiden sich sportlich, andere eher elegant. Genau, und das gibt oft Einblicke in die Interessen oder den Alltag einer Person. Vielleicht erzählt jemand, dass er gerne joggt und deshalb oft Sportkleidung trägt. Das stimmt. Und es kann auch lustig sein, über frühere Modetrends zu sprechen. Manchmal denkt man zurück und fragt sich, warum man bestimmte Sachen getragen hat. Ja, da kommen oft lustige Geschichten auf. Mode verändert sich ständig und manchmal sehen alte Fotos ziemlich komisch aus. Aber das gehört dazu und macht es interessant. Und dann gibt es auch die Momente, in denen man ein Kompliment bekommt. Das kann das ganze Gespräch in eine positive Richtung lenken. Ein einfaches „Das steht dir gut“ wirkt oft Wunder. Komplimente sind immer eine schöne Möglichkeit, jemanden aufzumuntern. Sie zeigen, dass man den anderen wahrnimmt und schätzt. Das öffnet oft die Tür zu tieferen Gesprächen. Ich finde auch, dass man durch solche Gespräche Inspiration für den eigenen Stil bekommt. Man sieht neue Kombinationen, die man selbst ausprobieren möchte. Ja, das ist eine tolle Art, neue Ideen zu bekommen. Manchmal sieht man etwas und denkt, das könnte ich auch mal versuchen. Es erweitert den eigenen Horizont. Und es kann auch dazu führen, dass man mutiger wird und mal etwas Neues ausprobiert. Oft merkt man erst durch andere, dass man sich mehr trauen kann. Genau, durch den Austausch mit anderen wächst das Selbstvertrauen. Es macht Spaß, seinen Stil weiterzuentwickeln und zu sehen, wie sich der eigene Geschmack verändert. Und manchmal entdeckt man dabei sogar neue Läden oder Marken, die man vorher gar nicht kannte. Das kann das Shopping-Erlebnis bereichern. Ja, und es ist eine schöne Gelegenheit, sich über nachhaltige Mode oder Second-Hand-Kleidung auszutauschen. Viele sind daran interessiert und teilen gerne ihre Erfahrungen. Das stimmt. Mode kann auch ein Anstoß sein, über wichtige Themen zu reden. Zum Beispiel, wie man bewusster einkaufen kann, ohne auf Stil zu verzichten.
Und letztendlich bleibt Mode ein Ausdrucksmittel. Jeder hat die Möglichkeit, seine Persönlichkeit durch Kleidung zu zeigen und sich damit wohlzufühlen. Das Schöne ist, dass es kein richtig oder falsch gibt. Jeder kann seinen eigenen Stil finden und damit experimentieren. Das macht Gespräche über Mode so vielfältig. Ja, es geht darum, sich treu zu bleiben und dennoch offen für Neues zu sein. Das macht das Thema Aussehen so interessant und vielseitig. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Schreibt uns gerne Kommentare mit Wörtern aus dem Podcast. Ja, das wäre super. Vergesst nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Die Veränderung. Manchmal bringt eine kleine Veränderung große Auswirkungen mit sich. Veränderungen im Aussehen können das Selbstbewusstsein stärken. Der Haarschnitt. Ein neuer Haarschnitt kann das Gesicht komplett verändern. Mit einem frischen Haarschnitt fühlt man sich oft wie neu. Das Accessoire. Ein besonderes Accessoire kann ein Outfit aufwerten. Manche Accessoires sind einfach zeitlos und immer in Mode. Die Persönlichkeit. Der Kleidungsstil kann viel über die Persönlichkeit aussagen. Durch Mode kann man seine Persönlichkeit ausdrücken. Das Selbstbewusstsein. Neue Kleidung kann das Selbstbewusstsein stärken. Mit wachsendem Selbstbewusstsein traut man sich mehr zu.